Anfang des 20. Jahrhunderts war Russland ein Agrarland. Nach der Revolution 1917 und Lenins neuer ökonomischer Politik, NEP, erholte sich die Landwirtschaft langsam. Doch mit Stalins Machtübernahme änderte sich alles radikal. Ab 1928–29 proklamierte Stalin den großen Umbruch. Sein Ziel: die Industrialisierung der Sowjetunion im Eiltempo. Das Kapital dafür sollte die Landwirtschaft liefern. Millionen Einzelbauernhöfe wurden zwangsweise zu Kolchosen, Kollektivwirtschaften und Sowchosen, Staatsgütern, zusammengelegt. Offizielle Propaganda versprach Modernisierung, Traktoren und ein besseres Leben. Die Realität war oft Enteignung, Chaos und der Verlust jeglicher Selbstbestimmung für die Bauern. Widerstand gegen die Kollektivierung wurde brutal gebrochen. Als Sündenböcke und Klassenfeinde wurden die Kulaken ausgemacht, vermeintlich wohlhabende Bauern. Doch die Definition war vage. Jeder, der sich widersetzte oder einfach nur etwas mehr besaß, konnte zum Kulaken erklärt werden. Die Entkulakisierung war ein Terrorfeldzug. Kategorie 1: konterrevolutionäre Aktivisten, oft sofortige Verhaftung, Erschießung oder Gulag. Kategorie 2: reichste Kulaken und Halbgutsbesitzer, Enteignung und Deportation mit Familien in entlegene, unwirtliche Gebiete wie Sibirien und Kasachstan. Kategorie 3: übrige Kulaken, Zwangsumsiedlung innerhalb der Region, oft auf schlechtere Böden. Millionen Menschen wurden ihres Besitzes beraubt, deportiert, starben auf Transporten oder in den Verbannungsorten. Die Zwangskollektivierung und Entkulakisierung führten zu einem katastrophalen Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion. Erfahrene Bauern fehlten, Vieh wurde aus Protest geschlachtet, Anreize zur produktiven Arbeit waren zerstört. Die Folge waren verheerende Hungersnöte in den frühen 1930er Jahren, insbesondere der Holodomor in der Ukraine, aber auch in anderen Regionen. Millionen Menschen starben den Hungertod. Die traditionelle dörfliche Struktur und Kultur wurden weitgehend zerstört. Der Staat hatte die totale Kontrolle über die Nahrungsmittelproduktion und über das Leben der Bauern. Die Zwangskollektivierung und Entkulakisierung waren Schlüsselereignisse des Stalinismus, die das Schicksal von Millionen besiegelten und die Sowjetunion nachhaltig prägten. Sie stehen für die Brutalität eines Regimes, das seine ideologischen Ziele über das Leben der eigenen Bevölkerung stellte. Das Gedenken an diese Verbrechen und ihre Opfer ist bis heute von großer Bedeutung.